Hi meine Süßen und willkommen zurück. In dieser Folge will ich mit euch so ein bisschen durch Produkte durchgehen, die bei mir alle geworden sind. Und dann stellt man sich natürlich immer die Frage, kaufe ich das neu? Will ich das nochmal haben? Hat mir das was gebracht? Oder nicht so? Weil die gibt es natürlich auch. Und davon habe ich eine ganze Menge. Ich habe jetzt gesammelt, ihr habt aber auch gesehen im letzten Video, ich habe natürlich auch mein Kit aufgefrischt, mein Make-up-Kit aufgefrischt. Das heißt, ich fülle ganz viel dann um. Und da ergibt sich natürlich auch die ein oder andere leere Flasche. Also ja, wir haben eine Menge Produkte hier vor mir stehen. Ich fange an mit Skincare, das ist der größte Teil. Und ich versuche mich kurz zu fassen, denn ansonsten wird das Video 3 Stunden dauern und so viel Zeit wollen wir eigentlich nicht investieren. Ich arbeite mich einfach so durch und ich greife einfach immer mal blind irgendwelche Sachen. Wir fangen an mit The Ordinary, dem Hyaluronic Acid Serum, diesem hier. Ich habe die große Flasche. Das habe ich jetzt erstmal nicht nachgekauft. Ich habe tatsächlich andere Hyaluron-Serien, die ich täglich benutze. Das also ich habe mich beobachtet dabei, wie ich immer seltener dazu gegriffen habe, weil ich glaube, bessere Alternativen zu haben. Gar nicht so sehr wegen der Wirkung, sondern eher wegen des Hautgefühls. Das hier fand ich immer so ein bisschen klebrig auf der Haut. Ich würde es auf jeden Fall wieder nehmen. Ich nehme es zum Beispiel zum Microneedling. Also wenn ich mit meinem Dermapen mir in der Fresse rumprokel, ist es immer schön, wenn du was drunter hast, was so ein bisschen Slip hat, was unparfümiert ist. Und das ist unparfümiert, wo man einfach schon weiß, man nadelt sich da jetzt quasi schon was Gutes in die Haut. Und für sowas ist das auf jeden Fall toll und für den Preispunkt auch unschlagbar. Wenn ihr Hyaluronsäure mal ausprobieren wollt, wenn ihr aber keinen Bock habt, dafür 40 Euro auszugeben, ist das hier auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich würde es wieder kaufen, ich würde es wieder benutzen. Ich habe nur momentan bessere Sachen. So, wir machen weiter mit den Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops. Mit diesen Mäusen hier. So sehen die aus. Riechen leicht nach Wassermelone. Ich weiß nicht, ob man hier noch was rauskriegt. Das ist so eine bisschen dickere Textur. Klebt nicht. Riecht, wie gesagt, ganz lecker. Ich hätte es auch nicht parfümiert gebraucht, aber es ist nicht schlimm. Der hohe Niacinamidanteil, der da angeblich drin ist, ich habe jetzt nicht kontrolliert, wie viel es tatsächlich ist, soll eben Poren verfeinern, ne? Soll die Appearance von großen Poren zumindest bekämpfen. Und ich glaube, dass es das getan hat. Ich glaube, das hat einen ganz guten Job gemacht. Ich habe aber jetzt gerade die 11 Holy Hydration Drops, die meiner Meinung nach ein Dupe sind für die hier. Also der Flakon ist nicht gleich und sie sind nicht so beduftet, aber die Konsistenz und einiges an der Haptik auch, wie der Flakon gestaltet ist, wie es sich rauspresst, ist sehr ähnlich. Und das sind ja auch Niacinamide Drops. Insofern glaube ich, es ist ein Dupe dafür. Und die probiere ich jetzt erstmal durch und gucke, was das mit meiner Haut macht. Das hier würde ich aber auch nochmal kaufen, auch wenn mich die Parfümierung ein bisschen stört. Ich glaube, das hat was Schönes mit meiner Haut gemacht und ich mochte die. Ich habe die gerne getragen. Ich hatte immer das Gefühl, ach ja, hübsch. Also ja, würde ich nochmal kaufen. Kriegt man wahrscheinlich auch günstiger. Aber es ist kein No. Als nächstes haben wir von Colibri den 1% Retinol Booster. Ich bin ein großer Fan von Colibri. Colibri Cosmetics ist, soweit ich weiß, eine deutsche Firma, die so ein bisschen No-Fuss Cosmetics macht. Also man kriegt qualitativ wirklich gut formulierte, hochwertige Produkte zu einem relativ niedrigen Preis. Leon Skincare, den ich sehr liebe, dem ich auch immer blind vertraue, hat mit denen verschiedene Kollaborationen gemacht und sehr gute Produkte entwickelt. Ich kenne mich mit Retinol nicht so gut aus, wie ich vielleicht sollte. Ich halte 1% Retinol für eine relativ hohe Dosierung. Ich vertrage das aber super. Ich habe ganz selten mal so ein bisschen trockene Haut danach, aber meistens nicht. Deswegen habe ich es gleich nachgekauft. Das ist auch schon meine 3. Flasche, glaube ich, gewesen. Die Verpackung, das Neue ist jetzt da, die Verpackung hat sich ein bisschen geändert, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich dasselbe Produkt und kann ich sehr empfehlen. Also ich glaube, wenn ihr mit Retinol anfangt, fangt langsam an. Ich mache es immer nur abends. Vielleicht macht ich es erstmal einmal die Woche oder nur zweimal die Woche, um zu gucken. Ich vertrage das auch jeden Abend, passe aber immer auf, weil man sich natürlich die Hautbarriere nicht ruinieren will. Das ist mir nach meinem CO2-Laser passiert. Also nicht wegen des Lasers, sondern weil ich direkt danach einfach zu schnell angefangen habe, wieder meine normale Routine zu fahren und mit zu krassen Produkten auf meine Haut drauf bin. Und da helfen nur Ceramide, wurde mir immer wieder gesagt. Man muss unbedingt Ceramide nehmen, wenn die Haut zu gestresst ist, weil das ist das Einzige, was die Haut repariert. Und tatsächlich hätte ich, glaube ich, auch Drag Race Germany nicht so gut überlebt, wie ich es überlebt habe, hauttechnisch, ohne Ceramide. Also Ceramide sind wohl das A und O. Wie gesagt, ich bin keine Hautkoryphäe, da gibt es wirklich andere, wie gesagt, Leon Skincare zum Beispiel. Aber ja, alle sagen immer,
Ceramide und es gibt anscheinend kein höher dosiertes Ceramidpräparat auf dem deutschen Markt zu diesem Preis. Oder ich glaube, es gibt überhaupt kein Ceramidpräparat auf dem deutschen Markt mit 3% Ceramiden. Außer diesem hier, das ist von Theramid, das Ceramide Treatment. So sieht das aus. Und da könnt ihr sehen, da drin ist ein Plastikbeutel, den habe ich schon komplett ausgelutscht. Das ist auch schon meine zweite, glaube ich. Und ja, mit dem Ding hier habe ich auch meine komplett ruinierte Haut nach dem Lasern innerhalb von 2 Wochen wieder hinbekommen. Und dann war sie einsatzbereit wieder. Heute ist der Nachschub angekommen. Das hier ist die alte Flasche, die neue packen wir jetzt aus. So sieht die Maus voll aus. Ne? Ihr könnt sehen, hier ist der Beutel leer, da ist er voll. Aber ja, ohne das Zeug will ich nicht mehr sein. Also das steht bei mir jetzt immer im Bad. Habe wirklich sehr gute Erfahrungen damit. Es ist nicht parfümiert, nicht ölig auf der Haut, nicht schwer, nicht eklig. Macht einfach genau das, was es soll. Und werde ich immer wieder kaufen, honestly. Und gerade wenn ihr selber auch viel peelt, viel chemische Sachen macht, viel nadelt, öfter mal in der Sonne seid, wenn ihr einen Sonnenbrand hattet oder so, besorgt euch ein gutes Ceramidpräparat. Das kann wirklich viel helfen. So. Die Maus hier habe ich neulich bei den Press Days in einem kleinen Probierset bekommen von Paula's Choice. Es gab den BHA Exfoliator in einer kleinen Größe und diese Maus hier dazu, das ist Paula's Choice Pro Collagen Peptide Plumping Moisturizer. Und ich liebe das. Da ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen was drin. Ihr könnt sehen, das hat so eine leicht gelartige Textur. Das ist bei mir ja super wichtig, weil ich einfach eine sehr ölige Maus bin. Zu fett ist bei mir keine gute Idee, aber wir müssen natürlich trotzdem durchfeuchten. Auch nicht parfümiert. Schöne, sanfte, cremige Textur, ohne fettig zu sein. Und ich habe das Gefühl, es macht meine Haut tatsächlich ein bisschen plumper. Ich habe das Gefühl, sie strahlt danach. Und das habe ich sehr gerne benutzt und das werde ich auf jeden Fall jetzt nachkaufen in großer Größe. Oder ich frage die mal, ob sie mir das nicht schicken wollen. Da ist auch noch was drin. Hab aber heute schon, nee, morgen kommt das, bei Stylevana heißen die, glaube ich, Nachschub bestellt. Das ist der Pyunkang Yul Mist Toner. So sieht die aus, die Maus. Und das sprühe ich, bevor ich meine ganze andere Skincare mache. Das ist seit einem halben Jahr immer mein erster Step. Ich sprühe mein ganzes Gesicht nass damit, massiere mir das ein bisschen ein, klopfe das ein bisschen ein, lasse es dann einziehen und mache dann erst mit dem ganzen Rest weiter. Ich habe das Gefühl, das durchfeuchtet meine Haut, es beruhigt meine Haut, es tut meiner Haut irgendwie gut. Also auch wenn die mal spannt oder ein bisschen brennt oder ein bisschen gereizt ist. Das Gefühl, das Zeug hier beruhigt das immer sofort. Coptis Japonica Root Extract. Glycerin ist relativ weit vorne, was Hyaluronmäßiges ist relativ weit vorne. Also ja, kann ich sehr empfehlen. Ich kann euch nicht genau sagen, was es macht. Ich kann euch nur sagen, dass es für mich super gut funktioniert und sich bei mir auf meiner Haut super anfühlt. So, wie gesagt, neue Flasche ist schon bestellt. Die sollte, ich hoffe, morgen ankommen. Ich habe noch ein bisschen drin. Dann haben wir hier von Good Molecules das Ultra Hydrating Facial Oil. Das ist so eine kleine Flasche. Da ist so ein Glasdropper drin, so ein kleiner. Das ist ein Gesichtsöl. Ich brauche natürlich selber eigentlich kein Gesichtsöl, weil ölig sowieso. Aber ich habe die kleine Größe immer gerne dabei gehabt für mein Make-up-Kit, weil das ist eine schöne Größe, um sie einfach mal so ins Kit zu schmeißen. Ich habe ganz häufig Leute, die einfach wirklich eine trockene Haut haben, wo du ein paar Tropfen Öl auf die Handballen presst und die ihnen nochmal über die Skincare drüber legst, damit sie einfach die ganze Zeit schön versorgt sind. Kann man auch als ein bisschen Glow verwenden. Ihr könnt das, wenn ihr eine Foundation habt, die euch vielleicht ein bisschen zu matt ist, da nochmal ein bisschen von reintropfen und das vermengen und dann einarbeiten. Ist eine schöne Sache. Riecht das? Hat einen netten, zarten Duft und ich mag Good Molecules sowieso ganz gerne. Ich habe von den 2, 3, 4, 5 Sachen schon versucht, verschiedene, und mochte die immer gerne. Habe das Gefühl, die sind fair gepreist, also ne, nicht overpriced, sondern eher so, dass man es bezahlbar macht. Und ich glaube, die machen gute Sachen. Also ja, wenn ihr ein Face Oil mal ausprobieren wollt, aber nicht wahnsinnig viel Geld ausgeben wollt, ist das eine gute Option, gerade wenn ihr nicht so viel Platz habt. Alternativ dazu, die große Variante ist das Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Auch das sind Essential Oils und verschiedene andere Öle in einer Dropper-Pipette, sowas hier. Das ist relativ stark parfümiert, riecht aber sehr, sehr schön, sehr lecker. Wird ja empfohlen, glaube ich, als Nacht-Recovery, genau. A replenishing elixir of pure essential oils and distilled botanicals to visibly restore the appearance of skin by morning.
Also, ich brauche es nicht nochmal. Ich glaube, das ist ein gutes Produkt. Ich glaube, Kiehl's ist generell 'ne schöne Marke. Es geht das Gerücht um, ich kenne mich nicht gut genug aus mit Inhaltsstoffen und mit Dosierungen, um das bestätigen zu können, aber man erzählt sich in dem Moment, als die gekauft worden sind von, ich glaube, L'Oréal, dass alles nochmal reformuliert worden ist, um es günstiger zu machen und dass dabei so ein bisschen die Wirksamkeit auf der Strecke geblieben ist bei den meisten Produkten von Kiehl's. Wie gesagt, allegedly, ich kenne mich damit nicht genug aus. Das ist ein nettes Produkt. Ich brauche für mich selber kein Öl. Ähm, Ich habe es gerne bei der Arbeit dabei gehabt, aber honestly, ich brauche es erstmal nicht nochmal. So, was ich auf gar keinen Fall nochmal brauche, weil es eine richtige Scheiße ist, ist dieses Ding hier. Das ist die Colloidal Oatmeal and Oat Lipid Rich Moisturizer Creme von Beauty Bay. Beauty Bay hat eine Eigenmarke. Es riecht nett. So sieht's aus. Ist so eine weißliche, pastöse, salbige Geschichte. Und ich habe erstmal gedacht, mega schön richer Moisturizer, habe ich für den Winter gekauft, brauche ich dann auch mal und ich fand die Konsistenz super geil. Ne? Schmiert sich schön, ist nicht übermäßig fettig tatsächlich, sondern eher hat so eine smooth Richness, so eine rutschige, schöne smooth Richness, aber pillt wie Sau. Wie scheiße. Also egal, ich habe es wirklich versucht. Ich habe 3, 4 verschiedene ähm, Abfolgen von Produkten entwickelt und versucht, um zu gucken, in welcher Reihenfolge kann ich es auftragen, damit es nicht pillt wie Scheiße, aber es pillt immer wie Scheiße. Und ich hasse nichts mehr als das. Wenn ich allein zu Hause bin, ist es mir egal. Wenn ich ins Bett gehe, ist es mir egal. Aber gerade wenn ich dann Make-up auftragen will, wenn ich noch einen Sonnenschutz drüber mache oder sonst irgendwas anderes ist, wenn du dann plötzlich anfängst, hier überall zu spüren, ach Scheiße, es fängt an zu pillen und dann bist du die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dir irgendwelche Kacke aus dem Gesicht zu rollen. Nie. Und auch wenn es günstig ist, die hat, weiß ich nicht, 10 Euro gekostet oder so. Nie. Also schade, aber scheiße. Also ja, der Schrott kommt in Müll und da rate ich euch auf jeden Fall von ab, das zu kaufen. Ebenfalls, machen wir gleich weiter, ebenfalls abraten will ich euch von dieser Maus. Das ist der Elf Brush Cleanser. Ich habe gedacht, ich kaufe mal wieder einen Brush Cleanser, weil der, den ich in meinem Kit habe, ist hauptsächlich Alkohol. Ich dachte, vielleicht gibt es einen mit ein bisschen mehr Öl, der jetzt nicht gleich wie das Cinema Secrets ist und so, was dann 40 Euro kostet, 50. Und ich liebe ja Elf und die machen eigentlich in meinen Augen selten Fehler. Deswegen habe ich gedacht, easy, nehmen wir den. Der hat ein paar Euro gekostet, nur riecht auch ganz nett. Warte mal. Machen wir so. Ja, riecht sehr lecker. Kann aber nichts. Ich zeige euch das mal. Hier ist ein Pinsel. Ne? Ihr könnt sehen, da ist schön Farbe dran. Hier haben wir so einen Wischlappen. Und normalerweise, bei einem normalen Pinselreiniger, sollte man das jetzt draufsprühen, ein paar Mal da hin und her swirlen und dann wäre das weg. Und ich zeige euch das jetzt mal. Sprühen das drauf. Machen den richtig schön nass, damit er auch eine Chance hat. Lassen es sogar kurz einwirken. Und jetzt gehen wir hier drauf. Und ja, es kommt Farbe runter. Aber ist der Pinsel danach sauber? Nö. Und der ist auch nicht stained oder sonst was, sondern einfach nur nicht sauber. Also da hat jemand seine Hausaufgaben bei der Formulierung nicht gemacht. Schade. Aber ist so. Das hier ist jetzt ein Alkoholreiniger. Der kann auch wahrscheinlich nicht alles, aber ich gucke mal, ob der das besser hinkriegt. Einmal richtig rein. Ach, guck an. Schon ist er weiß. Also ja, das hier ist IsoClean, gibt es auch bei Beauty Bay. Kostet nicht die Welt. Das ist aber der, den ich auch in meinem Kit habe. Der ist mir ein bisschen zu viel Alkohol, ein bisschen zu wenig Pflege. Aber diesen Pinsel hat er sofort sauber bekommen. 11 Brush Cleanser, leider für die Tonne. Wir machen weiter mit einer Überraschung. Ich hatte nicht geglaubt, dass mir das hier gefällt. Ich habe trotzdem 2 Produkte gleich davon gekauft, nämlich das ist Cosar X, die Propolis oder Propolis Light Cream und die Propolis Light Ampoule. Also wir haben einmal ein serumartiges, zähes Zeug und einmal eine Creme, so eine leichte Tagescreme eher. Und habe mich wahnsinnig verliebt in beide Produkte. Dieses Serum hier, man kriegt da vielleicht noch ein bisschen was raus, ist, ach, ärgerlich, ist wie so flüssiger Honig. Es ist ein bisschen zäh, ein bisschen dick
Ist so eine ganz zähe, schwere Geschichte und ist auch für 'n Serum super, super rich. Also, es fühlt sich auf der Haut auch super rich an, befeuchtet wahnsinnig schön, hinterlässt die Haut ganz, ihr seht den Glow auch, ganz schön satt und plump und juicy, riecht nicht. Und die Creme ist für meine Verhältnisse eine perfekte Tagescreme, weil sie einfach super leicht ist. Rich genug, damit alles durchfeuchtet ist, aber sie hinterlässt mich nicht ölig. Ist relativ bezahlbar beides und das Serum habe ich auch nachbestellt. Ich glaube, die Creme erstmal nicht. Da ist auch noch ein bisschen was drin und ich habe gute Alternativen. Aber das hier wollte ich auf jeden Fall nochmal haben. Gerade für die Tage, wo ich das Gefühl habe, ich bin einfach, Haut ist trocken, Haut spannend, Haut nervt. Also ja, die beiden bestelle ich auf jeden Fall nach. Kann ich euch auch empfehlen. Korean Skincare, beides. Das hier auch Korean Skincare, obwohl man es bei dem Namen nicht denken würde. Das ist das Dalba Piedmont White Truffle First Serum Spray. Das liebe ich einfach. Allein schon wegen des Geruchs. Hydrated Radiant Skin, genau, das macht es auch. Es befeuchtet dich schön. Ich mache es auch gerne ganz am Anfang meiner Skincare. Auch bei Klienten, auch bei Leuten, die bei mir im Stuhl sitzen. A, es ist ein schöner Duftmoment, ein erfrischender Moment. Für den Sommer auch total schön. Und B, hinterlässt es deine Haut wirklich gut befeuchtet, strahlend, radiant. Ist für mich ein No-Brainer, wird sofort wieder gekauft. Habe ich auch schon wieder gekauft, ist auf dem Weg. Ebenso meine Mison Pore Fresh Peeling Toner Pads. Die habt ihr schon gesehen, die habe ich schon benutzt im Video, auch mit dem Model, was ich an dem Tag geschminkt habe, in dem Depotting-Video. Ich blende es hier ein, also da. Das Geile an denen ist, also ich liebe ein Peeling-Pad am Anfang auch einer Skincare-Geschichte, wenn ich meine Models vorbereite. Einfach um A, nochmal so den Dreck runterzuholen, was eventuell noch drauf geblieben ist, aber auch liegen gebliebene Hautschüppchen, die da sind. Einfach, dass wir eine schönere, glattere Oberfläche haben, eine bessere Leinwand, auf der ich dann malen kann und wo alles bestmöglich zur Geltung kommt. Und da sind die doll, weil A, ist es eine sanfte Peeling-Solution da drin, die auch nochmal abgestorbene Hautzellen anlockert und entfernt. Und B, haben diese Pads zwei verschiedene Seiten. Die eine Seite ist smooth und die andere Seite ist so ein bisschen gegittert, die ist so ein bisschen rough, wo ich gerade nochmal so in so Stellen, wo es schneller mal so eine Verhornung gibt, so hier um die Nase zum Beispiel, wo du nochmal so ein bisschen doller rangehen kannst. Und das holt dir dann auch das letzte bisschen Zeug runter und hinterlässt die Haut glatt, strahlend und wunderschön. Die hier auch ein absoluter No-Brainer, werde ich immer wieder kaufen. Liebe die. Ich liebe diese Pads in general. Also ich habe verschiedene Marken über die Jahre schon probiert und es gibt auch viele, die ich liebe. Blende vielleicht 2, 3 Alternativen ein, falls ihr die hier nicht finden könnt. Aber die sind momentan mein Favorite. Auch Korean Skincare. Wir haben noch ein letztes Produkt aus der Skincare-Geschichte. Ich habe bei den Press Days hatten mir die Leute von Bold PR ein großes Paket gepackt, eine große Tüte. Unter anderem war da drin die Elf Holy Hydration Serie. Und ich hatte das hier schon als kleine Probe zu Hause. Sie haben mir aber noch den großen Topf geschickt, der steht bei mir im Bad. Und das kleine Töpfchen ist leer. Das ist ein Make-up Melting Cleansing Balm, also wie ein Fett, ne? Das nimmst du so raus, schmierst dir damit das vollgeschminkte Gesicht voll, massierst das einmal alles ein und wäschst es dann einfach mit Wasser ab. Du brauchst keine extra Seife. Und das kriegt wirklich alles runter. Also auch wasserfeste Wimperntusche. Selbst wenn ich abgeklebte Augenbrauen habe, wo ja ein hartnäckiger Kleber drin ist, auch das kriegt er runter. Und als jemand, ich mache sonst immer Double Cleanse, also ich habe immer ein Reinigungsöl und dann nochmal einen Reinigungsschaum und merke aber, also A sind es natürlich 2 Steps anstelle von einem und ich merke, das Waschbecken neigt dazu, beim Double Cleansing, bei dem Öl, Schmutz zu behalten. Ne? Also dieser Ölfilm mit dem ganzen angelösten Make-up bleibt eher so im Waschbecken kleben und ich muss dann ein Reinigungsprodukt rausholen, Schwamm, muss es sauber machen, es nervt. Bei dem habe ich das nicht. Bei dem rutscht alles direkt durch und geht in den Abfluss, so wie man das möchte. Auch nicht parfümiert, kostet nicht die Welt, macht genau, was er soll. Ganz leicht parfümiert, macht aber genau, was er soll. Also wenn ihr einen Cleansing Balm mal ausprobieren möchtet, empfehle ich diesen hier sehr. Wie ihr wisst, ich liebe Elf sowieso und das ist wieder mal ein sehr gutes Produkt. Jetzt kommen wir zum Make-up. Da haben wir einiges vor uns. Wir fangen, weil wir gerade bei Elf waren, hiermit an. Das sind die Elf Bronzing Drops. Die habe ich an anderer Stelle schon mehrfach erwähnt. Das hier ist die Farbe Rose Gold, die benutze ich für mich immer. Das ist einfach ein Liquid, kriegen wir dann noch was raus? Ein Liquid Bronzer, der schön soft ist, ne, verteilt sich super gut, gerade für Leute, für die Bronzer vielleicht noch ein bisschen scary ist, die nicht so genau wissen, wie sie das auftragen sollen, sind Liquid Bronzer eine super Wahl, weil die sich mit dem Pinsel, mit den Fingern, mit dem Schwamm super easy verblenden lassen, ohne Flecken zu machen und so. Und die sind super, super schön formuliert, super schön konzipiert, machen genau das, was sie sollen auf der Haut. Kann ich sehr empfehlen. Gerade jetzt für den Sommer, wenn ihr vielleicht bronziger aussehen wollt, aber keinen Bock habt, zu einem Self-Tan zu greifen oder tatsächlich in die Sonne zu gehen. Eine super Wahl. Wir kommen zu den Morphe Glossy Pop
Face and Eye Gloss, zu dem Glossy Pop Face and Eye Gloss. Das ist ein, wie soll ich das beschreiben, ein Gloss Highlighter. Also der ist nicht für die Lippe gedacht, sondern tatsächlich für Auge und Wange. Also überall da, wo man mal so richtig glänzende, fette Highlights im Gesicht haben will. Da kann man natürlich auch alles andere nehmen. Ne? Da könnt ihr eine 8-Hour-Cream nehmen oder irgendwas, ein Lipgloss. Der Vorteil an diesem Ding hier halt ist, dass es nicht sticky ist. Also ihr kriegt diesen High-Shine hin, ohne, wie das dann bei anderen Glossen oft der Fall ist, dass die halt klebrig sind. Das hier ist nicht klebrig. Und ich liebe ein Glossy Eye zum Beispiel. Ne? Ich liebe ein glossiges Highlight auf dem Wangenknochen. Liebe all diese Sachen jetzt gerade auch für den Sommer. Ich weiß nicht, ob sie es noch machen. Wenn sie es machen, würde ich es nachkaufen. Ich habe natürlich 12 andere Produkte auch, die das auch können. Aber ich mochte das immer gerne. Auch in so einer kleinen Tube im Kit. Das macht sich gut, kann man immer gut haben. Weiß nicht, ob man das für so den Hausgebrauch gebrauchen kann, wenn man jetzt kein Make-up-Artist ist, aber als Make-up-Artist eine super Sache. Dann kommen wir zum NIOD Photography Fluid Opacity 12. Das ist ein Highlighting-System, schreiben sie drauf. Kann man unter der Foundation tragen, über die Foundation tupfen. Man kann es mit reinmischen in die Foundation. Das ist so eine milchige Konsistenz. Und es ist im Endeffekt ein Liquid Highlighter. Ne? Hat so einen goldenen Shift, wie ihr sehen könnt. Ist sehr, sehr schön auf der Haut, trägt sich schön als Highlight. Ich habe, wenn ihr mein Condensing-Video, mein Kit-Umfüll-Condensing, Depot-Repot-Video gesehen habt, ich blende es hier ein, dann wisst ihr, ich habe eine ganze Tasche nur mit verschiedenen Liquid Highlightern und Radiance Primern und so. Also I am obsessed und liebe diese Sachen sehr. Würde ich den jetzt unbedingt nachkaufen? Wahrscheinlich nicht. Ich habe 10 andere Produkte, die dasselbe machen, mehr oder weniger, und gemahne mich immer selbst, nicht noch einen zu kaufen und schaff's dann nicht, weil ich ein Opfer bin. Aber es ist überhaupt kein schlechtes Produkt. Im Gegenteil, es ist ein super Produkt, wenn ihr hellhäutig seid und Bock habt auf einen Liquid Highlighter mit ein bisschen einem goldenen Schimmer, könnte das die Wahl für euch sein. Gibt es natürlich auch in günstiger. Aber was ich an dem auch mag, es ist wirklich Radiance und kein Glitzer. Wichtig. Wir bleiben bei Primern. Das hier ist der e.l.f. Liquid Poreless Putty Primer. Ist ein schöner, ich würde sagen Silikon-Primer. I might be wrong. Der eigentlich das macht, was er soll. Ne? Der sorgt für ein bisschen Grip, der sorgt dafür, dass die Haut ein bisschen smoother aussieht, füllt so ein bisschen Poren auf, erzeugt ein bisschen Blur. Er findet auch das Rad nicht neu, aber ist eine schöne Alternative, wenn einem die anderen Primer vielleicht zu sticky sind oder zu rutschig, zu silikonig. Der hier ist so ein ganz gutes Zwischending. Nicht der beste Primer auf der Welt, aber er macht, was er soll. Also wenn ihr einen Primer für ein paar Euro kaufen wollt, mal do it. Wir kommen zu Lippen. Das sind zwei meiner, das sind keine Secret Weapons, aber es sind zwei meiner, naja doch, es sind zwei Produkte, die ich ständig benutze, und zwar in Kombination miteinander. Ich mische mir aus diesen zwei Dr. Pawpaw Moisturizern, Lip Moisturizern, das eine ist ein brauner und das andere ist ein peachfarbener, mische ich mir immer Custom-Töne. Also ich drücke hier mal was raus, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen. Ah ja. Das hier ist so ein Peach, und wenn man das jetzt vermischt mit einem bisschen von dem Braunen, wenn wir da auch noch was rauskriegen, da haben wir die beiden, und die sind natürlich alleine auch schon schön. Ne? Ihr seht, die schielen sich so aus. Der Braune ist natürlich bei dunkleren Hauttönen super, super schön, das Peach bei helleren. Aber wie gesagt, ich kombiniere die total gerne und mische mir aus denen so einen Custom Nude-Ton gerne. Das sieht jetzt erstmal unspektakulär aus, wenn man das aber dann tatsächlich auf die Lippen macht. Ich habe jetzt schon was drauf, aber ich kann ein bisschen drüber tupfen. Ist es oft so eine Your Lips But Better Situation, in der man einfach das perfekte Custom Peach kreieren kann für die Person, und obendran sind sie halt pflegend und so, ne? Die beschreiben das hier, dass man das auch für die Wangen und fürs ganze Gesicht nehmen kann. Den Schwachsinn mache ich alles nicht, die kommen bei mir auf die Lippen, aber da sind sie sehr schön. Und die gibt's auch noch in durchsichtig, die gibt es in Rot, die gibt es also noch in verschiedenen Farben, in Pink. Wenn ihr mal eine Lippenpflege mit ein bisschen Bums haben wollt, mit ein bisschen Farbe hinten dran, die tatsächlich irgendwie ein schönes Finish hat und PETA-approved ist, hier, Knock Yourself Out. Die kaufe ich wieder. Ein weiterer Primer, ihr kennt den schon, den Catrice Goodbye Pores Primer. Das ist mein Lieblingsgünstig Blur Primer. Der füllt die Poren, der verblurrt so ein bisschen Textur, wenn man ein bisschen was hat. Und das zu einem
wirklich unschlagbaren Preis. Ja, unparfümiert, macht genau das, was er soll. Smootht einmal die ganze Fresse glatt, bevor man da Make-up drüber macht. Also ja, den werde ich immer wieder kaufen. Das ist meine 12. Tube wahrscheinlich. Unschlagbar für den Preis. Jetzt haben wir hier 2 Charlotte Tilbury Mäuse. Einmal den Brightening Young Glow und einmal den Wonder Glow. Das ist also ein hellerer Radiance Primer und einer mit ein bisschen mehr Gold-Champagne-Einschlag. Beide sehr subtil und sehr schön auf der Haut, aber sehr subtil. Kann man gut kaufen, kann man gut benutzen, brauche ich aber beide nicht nochmal. Also ich werde sie nicht nochmal kaufen. Wenn man sie mir schickt, werde ich sie nochmal benutzen, aber ich habe so viel andere, wie schon gesagt, und es gibt welche, wo ich einfach wirklich, zu denen ich immer wieder greife und die beiden hier gehören nicht dazu. Die sind aber nicht schlecht. Also wenn ihr auf Tilbury steht und ein bisschen Glow haben wollt, knock yourself out. Ein Radiance Primer, den ich immer wieder kaufe, also beziehungsweise ich kaufe immer das, was sie als Neuestes im Sortiment haben, nachdem der alte rausgeflogen ist, dann wird er reformuliert, kriegt neue Verpackung, neuen Namen. Es ist aber immer mehr oder weniger das gleiche Produkt, ist der Laura Mercier Radiance Primer, der heißt mittlerweile Pure Canvas Primer Lumineux, Illuminating also. Der hat auch eher so ein Champagne, so eine Champagne-Base, würde ich sagen. Schaut mal hier. Ja, also der ist auch durchsichtig, durchscheinend, hat so eine leichte, schöne Radiance. Hier ist noch von dem anderen Zeug was am Arm. Aber den liebe ich, den benutze ich super gerne nach der Skincare, bevor ich Foundation auf die Haut mache. Setze ich mir den nur auf die High Points, nur da, wo ich wirklich ein bisschen mehr Lichtreflexion haben will. Gehe dann mit einer Foundation drüber, ganz leicht. Und dann ist es genau das richtige Maß von... Eigentlich haben wir gar nichts gemacht. Eigentlich ist hier kein Primer, eigentlich ist hier auch keine Radiance hingelegt, aber genau wenn das Licht dich da trifft, und auf eine Art und Weise, die eben nicht Drag ist, nicht Travestie ist, nicht High Glam, sondern eben sehr subtil und sehr schön. So liebe ich es zu arbeiten und da ist das ein immer und immer wiederkehrender Gast in meinem Kit und aus diesem auch nicht wegzudenken. Upsi. Ebenso wie diese Mäuse hier, das sind die Tom Ford Shade and Illuminate Sculptor. Also das ist ein Bronzer hier unten drin, ein Cream Bronzer und obendrauf so ein Highlighter, den benutze ich gar nicht mehr. Der geht immer unbenutzt in Müll. Aber diese hier, wie ihr sehen könnt, sind bei mir sehr geliebt, sehr beliebt. Ich habe die in 3 Shades im Kit. Also 1, 2 und 3 habe ich im Kit. Es gibt auch noch 0,5. Der ist aber zu hell für meinen Nutzen. Mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Deswegen habe ich den noch nie gekauft und brauche den, glaube ich, auch nicht. Aber die anderen 3 Shades habe ich immer dabei. Ja, die sind scheiße teuer. Da kostet einer 80 € oder so. Aber es ist der schönste Cream Bronzer, den ich kenne. Werde ihn immer wieder kaufen, weil der ist so gut. Dann haben wir hier von MAC die Strobe Dewy Tint Skin Tint Something. Habe ich im anderen Video schon länger erklärt, ne? Im Depotting Video. Das ist die Strobe Cream von MAC, also auch ein Radiance Highlighter Something. Einer der großen Hits ist von MAC und sie sich ja jetzt darauf konzentrieren, so ein bisschen bei MAC ihre alten Klassiker wieder sich auf die zu fokussieren. Wie ihr sehen könnt, das ist ein schöner Skin Tint mit ein bisschen Radiance, ein bisschen Coverage. Die sind sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht so richtig Verwendung für sie. Die sind leer, weil ich sie umgefüllt habe, weil ich sie depottet habe in meinem Kit. Ich habe sie noch nicht so wahnsinnig viel benutzt. Ich kann euch nicht so wahnsinnig viel über die erzählen, aber die sind sehr schön. Ich würde sie nicht fürs ganze Gesicht benutzen, weil dann wären sie mir auf jeden Fall zu glänzig. Ich würde sie immer eher als ein Highlighter-Produkt verstehen, dass man irgendwo aufträgt oder mit reinmischt, dass man vielleicht auf die Schultern aufträgt oder so. Für mein Empfinden ist das kein Skin-Tint fürs ganze Gesicht. Es gibt sicherlich Leute, die das super cool finden und wenn das für euch Sinn macht, knock yourself out. Ich muss mit denen noch so ein bisschen rumprobieren, für was ich die benutze. Aber ich würde sie nicht fürs ganze Gesicht nehmen. Aber hey, dann haben wir das Anastasia Beverly Hills Dewy Set Setting Spray. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch machen. Ich habe ja nach meiner letzten Klappe bei Drag Race Germany haben sie mir netterweise von Anastasia Beverly Hills a Lifetime Supply of Anastasia Beverly Hills Cosmetics geschenkt, einen Riesenkoffer voll. Und ich habe mich da so langsam durchgearbeitet und habe viele Produkte ausprobiert und benutzt. Das, wo ich immer wieder drauf zurückkomme, sind die Augenbrauen. Sie sind einfach die Queens. Also Anastasia ist die Queen der Augenbrauen quasi in dieser Preiskategorie. Es gibt natürlich günstigere, die auch einen super Job machen, 11 zum Beispiel. Aber
für Brauen. Ne, Anastasia war da echt ein Gamechanger. Die hat ganz viel zum ersten Mal auf den Markt gebracht. Dieses Setting Spray, however, ich brauche kein Dewy Setting Spray, ich brauche eher ein Setting Spray, das mattiert. Aber das hier macht genau das. Das macht dich dewy, das macht die Foundation wieder radiant und durchscheinend und brauche ich nicht. Das hat aber einen super schönen Sprüher. Ich weiß nicht, ob wir noch genug drin haben für ein Sprüh. Jetzt spuckt es nur noch, weil es fast leer ist. Wenn das voll ist, hat das so einen richtig kraftvollen Puff. Das macht sehr schön, riecht leicht nach Kokosnuss, brauche ich auch nicht. Aber kein schlechtes Setting Spray, aber werde ich nicht nochmal kaufen. Der hier ist leider eingegangen, deswegen muss ich jetzt auf andere umsteigen. Ist aber, ne, Duo ist eine der most iconic Lash Glue Firmen. Die stellen Lash Glue seit 100 Jahren her. Ich benutze Duo seit 100 Jahren exklusiv. Ich habe keinen anderen Lash Glue in meinem Kit. Und früher gab es eine weiße Tube, dann gab es irgendwann eine durchsichtige Tube, dann gab es irgendwann sogar eine schwarze, also einen schwarzen Wimpernkleber. In der Sekunde, wo der auf den Markt kam, habe ich den gekauft, weil wer zur Hölle braucht weißen Wimpernkleber? Warum will man weiß an einer schwarzen Wimper haben? Macht keinen Sinn. Und sie sagen immer, es trocknet komplett weg. Stimmt nicht, man sieht es immer ein bisschen. So ein bläuliches Weiß schimmert dann doch immer durch. Das hier, den habe ich tatsächlich nur, weil es ein Quick Dry ist und weil ich den Applicator sehr mochte. Das ist so ein kleiner Spatel, wenn ihr mal schauen wollt. Der ist dünn und damit konntest du halt super genau einfach am Wimpernkranz entlang an der Lash eine dünne Schicht auftragen, kurz warten, halbe Minute oder so, und es dann draufsetzen. Und dadurch, dass es eben Quick Dry war, also ein Kleber, bei dem man nicht so lange warten muss, ging das immer super fix. Den habe ich geliebt, den werde ich nachkaufen. Und ansonsten, ich blende sie ein, gibt es 2, 3 verschiedene Varianten, die ich auch immer im Kit habe, die ich liebe. Also ja, Duo, Best Choice for Lash Glue. Dann die Ordinary Foundation. Ihr wisst, ich habe kistenweise von der gekauft und habe das auch keine Sekunde lang bereut. Das ist eine sehr schöne Foundation, eine simple Foundation, wenig Coverage, schön auf der Haut, macht genau das, was sie soll. Es gibt sicherlich bessere, sicherlich hochpreisigere, High-End-mäßigere Foundations, aber für den Price Point von unter 10 Euro pro Flasche unfucking schlagbar. Werde ich so lange kaufen, wie meine Flaschen leer werden und die Foundation noch auf dem Markt ist. Wir wissen nicht, wie lange sie auf dem Markt bleibt, aber werde ich immer wiederholen. Wir haben noch ein Setting Spray und zwar das Airbrush Flawless Setting Spray von der lieben Charlotte. Mag ich. Würde ich auch nochmal kaufen. Mag, glaube ich, auch den Geruch. Ja, mag den Geruch ganz gern. Ich suche immer noch nach Setting Sprays, die tatsächlich mattieren, weil, ne, nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen Setting Sprays und Fixing Sprays. Fixierungssprays sind dafür da, dass das Make-up wirklich lange auf der Haut hält. Setting Sprays sind eher dafür da, die Schichten von Puder, die man am Ende oben drauf gelagert hat, einmal mit der Foundation wieder zu verschmelzen, dass es wieder aussieht wie Haut. Dafür ist das mega. Does it really increase the wear time of your makeup? I'm not so sure. Angeblich ist das hier eins von denen, dass das kann. I don't know. Aber zum Produktverschmelzen mit dem Geruch kann man machen, aber ich glaube, das kostet 40 Euro, kriegt ihr auch günstiger. Das hier ist von MAC, Prep and Prime, die Essential Oils. Ich habe nie verstanden, wofür dieses Produkt genau da ist. Ist es dazu da, das Gesicht aufzuwecken? Ist es dazu da, Foundation einzudünnen? Warum heißt es Prep and Prime? Weil das impliziert, dass es vor der Make-up kommt. I didn't really understand it. Es riecht ganz lecker. Ich habe Jahre gebraucht, um es aufzubrauchen. Ich habe aber geschaut, das gibt es noch. Also ja, das werde ich nicht nochmal kaufen. Aber das kann an mir liegen, vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden. Und wir kommen zum allerletzten Produkt. Das ist das einzige Haarprodukt, was wir hier dabei haben. Das ist der Zara Light Hair Balm. Das ist die kleine Größe, den gibt es auch noch in größer. Guido Palau, ein wirklich Haargott, hat für Zara diese Haarlinie entwickelt, Styling-Produkte für Zara entwickelt und ein paar Pflegeprodukte. Und ich habe einen Teil davon probiert und das meiste ist wirklich gut. Mein absoluter Favorite ist das Texture Spray, was es leider nur noch in kleinen Größen gibt. Ich hoffe, sie bringen irgendwann wieder eine große raus, weil das ist wirklich gut. Im Vergleich zu Oribe zum Beispiel. Bei Oribe kostet die große Flasche über 50 Euro, bei Zara kostet die große 20. No-brainer. Und es ist qualitativ, würde ich sagen, fast gleichwertig. Das hier ist der Light Hair Balm. Ich liebe einen Haarbalsam, eine Haarcreme, die nicht zu fettig ist, aber auch nicht zu klebrig, die nicht crunchy wird. Und das ist genau so ein Hybrid, genau das dazwischen, was man braucht. Gibt dem Haar wieder Geschmeidigkeit, es legt es hin, es gibt ein bisschen eine Schwere, dass es nicht elektrisch ist, gleichzeitig aber auch nicht so viel, dass es das Haar dann zu beschweren würde oder zu platt machen würde. Riecht wunderbar, sehr schön, hat so eine leicht
milchige Konsistenz auch. Benutze es sogar auch für Kunsthaarperücken, einfach weil es einen schönen Grip gibt in die Haare. Die lassen sich besser kämmen, legen sich schöner, gibt einen schönen Glanz, gibt dem Haar so eine Richness. Und ich liebe den Geruch und den Preis. Also ja, ihr müsst bei Zara, wenn ihr da drin seid, müsst ihr mal fragen, um die Produkte zu finden. Meistens stehen die so in der Kasse, sind so ein bisschen versteckt. Er hat jetzt noch so eine Shine-Linie rausgebracht. Da gibt es den Hairbalm auch. Also es gibt den Light Hairbalm Shine, heißt der dann, glaube ich. Der riecht erstmal genauso und dann beim Trocknen irgendwann aber nach Fisch. Und ich esse sehr gerne Fisch, aber ich möchte ihn nicht auf dem Kopf mit mir herumtragen. Insofern greift bitte nicht das falsche Produkt und don't blame me if you pick the wrong thing. Wir wollen den Zara Light Hairbalm. Wenn ihr den ausprobieren wollt, try it. Kann man wahrscheinlich auch online bestellen. Ist eine super Sache. So, meine Süßen, wir sind zum Schluss gekommen von diesem kleinen Video. Ich bin ganz happy, dass wir es geschafft haben, ohne massive Bohrgeräusche im Hintergrund. Bei uns ist gerade die Hölle los. Überall wird gebohrt, zu Hause und hier im Studio. Ständig Lärm, aber wir haben es geschafft. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ihr kennt das Spiel, ne? Liken, teilen, subscriben, gerne kommentieren. Erzählt euren FreundInnen von mir, von dieser Sensation auf YouTube, die jede Woche diese tollen Videos hochlädt. Denn der Kanal muss wachsen. Ich werde ungeduldig. Ja, Love and Light to everyone. Und ich wünsche euch eine wunderbare Woche und wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss.